Huga Shaka, Huga, Huga, Huga Shaka, Huga, Huga, Huga Shaka, Huga. In dieser Episode geht es durch die Pitake-Schlucht, weiter über die Silent Route, eine herrliche Panoramastraße in der Provinz Teruel. Außerdem besuchen wir das Castillo de Zafra, ein Schloss aus dem 12. Jahrhundert in Guadalajara. Außerdem werden wir die unendlichen Weiten der Landschaft von Guadalajara kennenlernen. Wir werden einige Ruinen in der landschaftlich sehr reizvollen Gegend zu sehen bekommen, bevor es dann weiter in Richtung Daroca geht, wo wir einen alten verlassenen Bahnhof besuchen. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Die Fahrt durch die Pitake-Schlucht ist aufgrund ihrer Enge extrem anspruchsvoll, aber landschaftlich sehr reizvoll, mit atemberaubenden Ausblicken. Teilweise ist sie für 2 Autos gleichzeitig völlig unpassierbar. Nicht zu empfehlen, wenn Sie nicht wissen, wie man umkehrt. Achtung, es besteht die Gefahr von Steinschlag. Die Straße verfügt über 4 unbeleuchtete Tunnel. Also vorsichtig vorgehen und hoffen, dass keine anderen Fahrzeuge aus der anderen Richtung kommen. Atemberaubend. Atemberaubend ist das. Da unten fließt ein ganz kleiner Fluss. Und der hat hier den Canyon gemacht. Durch das stetige Wasser ist dieser riesige Canyon entstanden. Wahnsinn, oder? Ich glaube nicht, dass ich das auf der Kamera so festhalten kann, wie faszinierend das hier ist. Wahnsinn, ist total schön hier. Irre. Also ich glaube, das ist einer der schönsten Motorradstrecken in ganz Europa. Wobei, ich habe ja noch ein paar vor mir. Guckst du hier, ne?
Die wilde Straße durch den Pitaq Canyon zu fahren ist kein Kinderspiel. Die Pitaq Canyon Road ist eine landschaftlich reizvolle Fahrt durch eine unglaubliche Landschaft in der Provinz Teruel, Aragonien, im Osten Spaniens. Sie ist eine der landschaftlich schönsten Canyonstraßen Spaniens. Die Straße ist vollständig asphaltiert und führt durch die Pitake-Schlucht, eine imposante Schlucht, die durch die Karsterosion des Wassers des Pitake-Flusses entstanden ist. Die Fahrt ist 3,6 Kilometer lang und verläuft von Ost nach West von der Straße A 1702 im Dorf Barrio Las Fabricas in Richtung Pitake, einer kleinen Stadt. Es ist eine der meistbesuchten Schluchten in der Provinz Teruel für Motorradfahrer und Radfahrer. Die Straße ist nicht Teil der Silent Route, aber sie ist quasi in direkter Nähe. Wer also die Silent Route fährt, sollte diese Straße hier nicht verpassen. Ja? Keine Angst haben. Unterwegs kann es immer mal wieder zu Begegnungen der besonderen Art kommen, wie hier mit den Rindern der Pitake-Schlucht. Na du? Hey, komm mal hier. Ja, uns ab. Sind die süß, ne? Ein Besuch dieser wundervollen Landschaft ist eher im Frühjahr oder Herbst zu empfehlen, da es im Winter sehr viel Schnee geben kann und im Sommer mitunter extrem heiß ist. Die rechts und links aufragenden Felsen bieten hier eine imposante Erscheinung und lässt die Fahrt zu einem besonderen Erlebnis werden. Hier befinden wir uns schon auf der Silent Route, der A 1702 in Teruel. Eine 63 Kilometer lange Panoramastraße zwischen den Regionen Maestrazgo und Andorra Sierra de Arcos. Zuerst geht es in Richtung Órganos de Montoro. Órganos de Montoro ist ein Naturdenkmal, welches aus einer felsigen Struktur besteht. Die Höhe liegt zwischen 800 Metern über dem Meeresspiegel im Fluss Guadalope und 1183 Metern in der Peña de los Órganos. Die Montoro-Orgeln sind große Kalkstein-Gesteinsformen, die aus Schichten mit subvertikalen Neigungen aus der Oberkreidezeit gebildet wurden, in vertikalen Einheiten angeordnet und schließlich durch einen Verkarstungsprozess beeinflusst wurden.
Weiter geht es über die Silent Route. Die Straße verläuft wie eine alte Falte durch die Haut eines Landes, das von der Stille und dem Mysterium geprägt ist, das auf den ersten Blick ein raues und zerklüftetes Territorium zu sein scheint, sich dem Besucher jedoch bald wie ein faszinierendes Eden zeigt. Einsame Bauernhäuser, schmale Straßen, verwaiste Flüsse und Berge, die sich erheben und den Himmel berühren zu scheinen. Obstgärten, die die Flussläufe kleiden. Dörfer, die wie ein Mantel auf den Hängen sitzen oder den Abgrund überblicken. Eine Landschaft der Balance zwischen Natur und Geschichte in einer kaum veränderten Umgebung. Auf dieser Strecke werden einem immer wieder Motorradfahrer entgegenkommen, ist sie doch eine der beliebtesten Motorradstrecken Spaniens. Die Städte und Dörfer des Maestrazgo liegen in einem Gelände von zerklüfteter Orographie, in dem Bergketten, Schluchten, starke Mühlsteine und enge und fruchtbare Ebenen aufeinander folgen. Seine ausgedehnten Kiefernwälder, nüchternen Moorlandschaften, schmalen Ufer und kahlen Felswände bilden eine Vielzahl von Naturräumen von großem ökologischen und landschaftlichen Wert. Von den knapp 60 Kilometern der Straße, die die Silent Route ausmachen, konnten wir ungefähr die ersten 30 Kilometer zurücklegen. Das meiste davon auf kurvigen Straßen, die weite Naturlandschaften durchqueren. Die Route zeichnet sich durch die Ruhe dieser von Menschen wenig frequentierten Landschaften aus, in denen die Stille nur durch die vorbeifahrenden Fahrzeuge verzerrt wird, die diese noch unbekannte Straße befahren. Die Silent Route, eine der aragonischen Versionen der berühmten Route 66, hat einen neuen Meilenstein. An einem der höchsten Punkte ist jetzt eine Statue mit der Bergziege des Logos der Route zu sehen. Die Einbindung dieses Monuments möchte den Fahrer dazu einladen, anzuhalten und von diesem Ort aus die Aussicht auf die Sierra de Arcos zu betrachten. Wenn man so durch die malerische Landschaft an alten Dörfern vorbeifährt, bemerkt man als Motorradfahrer oft, dass diese Momente die absolute Freiheit bedeuten. Die große Anzahl an Bikern, die einem entgegenkommen, untermauern dies nochmal. Durch die engen Gassen eines Dorfes zu fahren, in dem man den Eindruck hat, die Zeit wäre stehen geblieben, ist ein wirkliches Highlight. Aber Vorsicht! Auf manchen Strecken hier wimmelt es von Schlaglöchern.
Manche von ihnen sind so groß, dass man große Probleme bekommen kann, wenn man ihnen nicht rechtzeitig ausweicht. Man sollte also immer sehr vorausschauend fahren und seine Geschwindigkeit anpassen. Es soll vorgekommen sein, dass ein Fahrer nach dieser Tour nicht mehr er selbst war. Manchen Fahrern bekommt die Höhenluft allerdings nicht. Man sollte wirklich versuchen, hier den Schlaglöchern auszuweichen. An den meisten kann man ja ausweichen. Aber manchmal eben nicht. Hey! Ja! Wenn einem sowas Schönes widerfährt, das ist schon einen Urschrei wert. Die Bäume, die die Straße an manchen Stellen säumen, sind in bunte Herbstfarben getaucht. Die Strecke wirkt dadurch malerisch und wie aus einem Bilderbuch entsprungen. Am frühen Morgen, als die Sonne noch tief steht und die Schatten lang sind, geht es weiter in Richtung Castil de Zafra in Guadalajara. Das Kastil ist nicht über befestigte Straßen zu erreichen. Und wie man es hier deutlich sehen kann, ist die Schotterpiste alles andere als leicht zu befahren. Achtung! Hier wird es heikel. Der Schotter ist hier extrem tief, fast schon wie ein Kiesbett in der Kiesgrube. Und wenn man wie unser Fahrer hier ohne Stollenreifen unterwegs ist, hat man ordentlich zu kämpfen. Etwas weiter oben wird es dann deutlich entspannter und man kann die Fahrt etwas zügiger angehen. Allerdings sollte man hier nicht ohne Crossstiefel fahren, denn Sicherheit geht vor und es gibt dem Fahrer auch mehr Selbstsicherheit. Wenn man den höchsten Punkt der Piste erreicht hat, kann man schon einen Blick auf die weite Ebene des Castillo de Zafra erhaschen. Dies hier war übrigens auch einer der Drehorte von Game of Thrones. Was angesichts der surrealen Gegend mit dem Schloss im Nirgendwo auch nicht wundert.
Unterwegs trifft man immer wieder auf Ruinen, die von einer ehemals beschwerlichen Landwirtschaft zeugen. Dank der Bauweise mit lehmfarbenen Steinen passen sie sich optimal in die Landschaft ein. Einige von ihnen sind wirklich sehenswert und haben fast schon Denkmalcharakter. Wer hätte gedacht, dass einer der außergewöhnlichsten Orte in Game of Thrones in der kalten und einsamen Sierra de Calderos de Guadalajara stattfinden würde? Und dass die Burg von Zafra zu einer großartigen Ikone dieser ganzen Geschichte werden würde. An einem völlig unbewohnten Ort gelegen, mit sibirischen Wintern und windiger Stille, zog das, was als eines der schönsten und unbekanntesten Schlösser Spaniens gilt, das Team der berühmten Serie an, um an wichtigen Szenen für die 6. Staffel zu arbeiten. Ohne Zweifel ist es nicht verwunderlich, dass sowohl die Festung als auch diese Umgebung am östlichen Ende der Provinz Guadalajara ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, gerade mal ein paar Kilometer von aragonesischem Territorium entfernt. Das Seltsame ist, dass so viele Menschen in diesem Land vorher nichts von seiner Existenz wussten. Die Tatsache, dass es Castillo de Zafra heißt, führt oft zu Verwirrung, da es in Badajoz eine Gemeinde namens Zafra mit mehr als 15.000 Einwohnern gibt. Aber diese Burg hat nichts mit den Ländern der Extremadura zu tun, außer dass König Ferdinand III. Der Heilige in beiden eine sehr wichtige Rolle spielte und beide Orte für sein Königreich zurückeroberte. Tatsächlich liegt Zafra in der Nordostachse von Guadalajara und grenzt an aragonesisches Land. Wir machen uns auf in Richtung Daroca, wo wir auf einen alten verlassenen Bahnhof treffen. Unterwegs werden wir noch an einigen sehenswerten Ruinen vorbeikommen. Die Piste scheint nicht aufzuhören, man kommt sich vor wie in den unendlichen Weiten Kanadas.
Wir überqueren die Grenze von Kastilien-La Mancha zu Aragonien und genießen die Fahrt durch eine der wunderschönsten und unwirklichen Landschaften Spaniens. In Campillo de Dueñas haben wir dann wieder befestigte Straßen unterm Reifen. Durch die Gassen kleiner Dörfer, unterbrochen von schier endlosen Pisten durch die Weite des Landes, werden wir begleitet von einer sich sanft ändernden Landschaft. Abseits der Straßen findet man so manches idyllisches Juwel. So lohnt es sich, manche Sachen einfach mal näher zu betrachten und einen Abstecher rechts und links der großen Straßen zu machen.
Auf dem Weg nach Daroca werden wir dann noch mit spektakulären Kurven und Aussichten belohnt, bevor wir den verlassenen Bahnhof erreichen. So, jetzt gehen wir mal in den alten Bahnhof hier rein. Guten Tag, ich hätte gerne eine Fahrkarte nach Kettwig. Das macht dann von hier aus 24,50. Ne? Okay, danke. Ich mache noch das Place. Egal. Boah. Okay. Ja, hier können welche. Was ist das? Das ist ein alter Bahnhof hier. Schon verstörend. Graffiti, yo, you know Graffiti. Jo, Johansson aus Schweden macht Graffiti. Und da ist der Johansson. Ein schönes Graffiti. Ist von Daroca. Nee, Daroca ist die Stadt hier, glaube ich. Daroca. Da Stein. Nach dieser unterhaltsamen, wenn auch schauspielerisch unterirdischen Darbietung wenden wir uns nochmal dem Bahnhof zu. Der Bahnhof Daroca war ein Bahnhof in der Region der spanischen Gemeinde von Daroca, in der Provinz Zaragoza. Die Anlagen waren zwischen 1901 und 1985 in Betrieb, als die Bahnstrecke Calatayud-Camín-Real geschlossen wurde. Derzeit sind das Passagiergebäude und der alte Eisenbahnkomplex verlassen und ungenutzt. Die Altstadt von Daroca ist zweigeteilt in eine Unter- und Oberstadt. 4 Stadttore sind noch erhalten: Puerta Baja, Puerta Alta, Portal de Valencia und Puerta del Arrabal. Hier sehen wir das Stadttor Puerta Alta. Mit ihrem Kopfsteinpflaster und ihren kleinen Lokalen und Geschäften erinnert uns diese Stadt ein wenig an Heidelberg, wenngleich auch die Gerüche völlig anders sind. Es duftet nach gegrilltem und frisch gemahlenem Kaffee. Das Städtchen hat ein vielfältiges künstlerisches und architektonisches Gebäudeensemble zu bieten, das zweifellos von großem Interesse ist und eine Mischung aus islamischem und christlichem Stil darstellt. Der historische Ortskern steht unter Denkmalschutz. Wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Um nichts mehr zu verpassen, sollten Sie auch noch die Glocke läuten. Nee. Drücken.